Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Gab es schon lange nicht mehr. Zumindest der letzte war quasi nachträglich geschnitten. Ich dachte, ich nehme euch dieses Wochenende mal mit. Es ist gerade Freitagnachmittag, kurz nach 3, ja, Viertel nach 3. Hier exportiert gerade das neueste Video, was ich gerade heute für euch gefilmt habe, über Achtsamkeit. Und vielleicht ist es das letzte Video, was ihr von mir gesehen habt. Mein Workload ist damit quasi erledigt. Ich muss es nur noch hochladen. Das mache ich jetzt gleich, bevor ich losgehe. Dann steht noch auf meiner To-Do-Liste Gassi gehen, kurz Lebensmittel einkaufen. Das muss ich leider danach machen, weil der Hund nicht mit in den Supermarkt darf. Heute Abend kommt eine Freundin zu mir. Und ja, eine Überweisung muss ich noch tätigen. Aber das ist nur eine kurze Sache. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor meine Freundin dann auch kommt. Also zwischen den ganzen Sachen und meiner Freundin. Und ja, die möchte ich ein bisschen für mich nutzen. Und ich dachte, ich filme einfach mal so ein bisschen heute und morgen. Vielleicht noch Sonntag. Mal schauen. So, jetzt ist der Export fertig. Das heißt, ich lade das jetzt schnell hoch. Und dann gehen wir erstmal zusammen raus an die frische Luft. Okay, mein Video lädt hoch, alles ist eingestellt. Falls ihr Project Pan vermisst habt, das ist jetzt auch wieder online. Da habe ich ein paar Nachfragen bekommen, ob ich die Videos offline genommen habe. Und ja, ich habe einige alte Videos offline genommen. Project Pan waren auch offline, aber nachdem ja mehr als 2 Leute, glaube ich, sogar mich danach gefragt haben, weil ihr das anscheinend immer noch sehr gerne anguckt, was ich gar nicht gedacht hätte, habe ich die wieder online für euch gestellt. Also falls ihr die vermisst habt, jetzt könnt ihr sie wieder anschauen. Ich hatte eigentlich vorhin zum Film dieses wunderschöne Top hier an von Royal Coats. Da habe ich mir nochmal 2 Sets gekauft gehabt. Das ist so ein Wickeltop, aber das habe ich jetzt wieder ausgezogen, weil zum Gassi gehen möchte ich ja nicht ganz so revealing rausgehen, zumindest nicht, wenn ich auch ansonsten geschminkt bin und die Haare gemacht habe. Also es ist tagesformabhängig. Manchmal stört es mich gar nicht. Aber gerade bin ich in der Phase meines Zyklus höchstwahrscheinlich, an dem ich gar keinen Bock habe auf irgendwelche Anmachen. Deswegen ziehe ich mir jetzt nochmal eine andere kurze Hose an. Das hat trotzdem 30 Grad, aber kein so krasses Top. Und dann gehen wir mal Gassi. Es ist übrigens nicht so, dass es hier irgendwie schlimmer wäre als in Deutschland. Im Gegenteil, ich fühle mich hier eigentlich erstaunlicherweise respektvoller behandelt, weil die Frauen meiner oder unserer Generation, wenn ihr mein Alter habt, ich bin 31, haben in den letzten 10 Jahren hier in Chile extrem viel Arbeit geleistet, um ja, sexuelle Übergriffe zu ahnden und zu minimieren. Und das hat auch gefruchtet. Zumindest nach meinem Gefühl wird mit mir hier respektvoller umgegangen als in Deutschland. Was ich schön finde, und ich habe auch noch nie richtig krasse negative Erfahrungen oder überhaupt eigentlich fast, ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, gar keine negativen Erfahrungen hier bisher gemacht. Glaube ich. Aber ich habe trotzdem heute irgendwie keinen Bock drauf und deswegen bin ich da präventiv. Ich habe lange jetzt nach einer Methode gesucht, meine Haare zusammenzumachen ohne Haargummi, weil erstens sind meine Haargummis immer weniger geworden. Meine Schwiegermutter hat mir zwar jetzt wieder welche mitgebracht, aber ich habe dann auch immer diese Knicke in den Haaren gehabt. Und gerade jetzt, wo ich mir momentan immer Locken mache, ja, habe ich da irgendwie was anderes gebraucht. Und einen Clip wollte ich mir nicht kaufen, deswegen bin ich jetzt am Ende bei einem Essstäbchen gelandet. Und das funktioniert tatsächlich auch, zumindest beim Second Try, oft sehr gut. Der einzige Nachteil wiederum am Essstäbchen ist, dass ich dann keinen Hut aufsetzen kann, weil das Essstäbchen natürlich nicht dafür gedacht ist, muss so ein bisschen vorsichtig sein, nicht dafür gedacht ist, das in die Haare zu stecken. Deswegen ist es zu lang. Aber ich wollte es auch nicht kürzen, weil es meine Lieblings-Essstäbchen sind. Und ich wollte nicht so billig Essstäbchen vom Lieferservice benutzen, weil das ist ja unlackiertes Holz und ich gehe davon aus, dass es zu rau ist für die Haare und die Haare abreißt oder abbricht. Und dieses, was ich jetzt gerade benutze, ist aus glattem Holz bzw. ist lackiert. Das heißt, da ist dann weniger Reibung. Und ein Grund, warum ich das auch mache, ist, weil ich, seit ich dieses Tattoo habe, immer meine Schulter eincremen muss. Das habe ich vorher nicht bedacht, vorm Tätowieren, dass dann ja, wenn ich offene Haare habe.
und lange Haare habe, immer meine Haare mit der Sonnencreme hier auf der Schulter in Berührung kommen. Ja, gut. Und damit es nicht komisch ausschaut, cremen wir die andere auch ein. Auch wenn eigentlich ich das nur mache, um meine Tattoos vom Ausbleichen zu schützen. So. Okay, jetzt sind wir endlich fertig zum Losgehen. Ich weiß nicht, ob ihr es in Instagram gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Meine wunderschönen braunen Sandalen sind leider kaputt. Mein Mann ist mir hinten drauf gestiegen, während ich gelaufen bin, und ich habe die Riemen abgerissen. Ja, das heißt, ich habe jetzt nur noch schwarze Flipflops als offene, gut, und meine Birkenstocks. Aber in den Birkenstocks erstaunlicherweise kriege ich Blasen. Ganz komisch. Hier am Rand, das kann ich mit einer Hand schlecht zeigen. Hier und da, irgendwie da entlang an der Kante. Vielleicht habe ich sie mir eine Nummer zu klein gekauft. Ich weiß es nicht. Okay, geht's aber los. Es ist gerade so nice. Ich bin anscheinend gerade in einem Nachmittagsloch, wo kein anderer im Park ist. Es ist alles leer. Es ist so schön ruhig. Da hinten auf der Parkbank sitzt ein Lieferboy und macht Pause. Also genau die richtige Zeit. Vielleicht sollte ich zu der Zeit öfter herkommen. Und ich sitze gerade im Schatten von einer Palme und genieße die, naja, relative Ruhe hier in einer 5-Millionen-Stadt. Autos fahren schon vorbei, aber dennoch fast kein anderer hier. So, das ist der Einkauf. Ich bin wieder zurück und habe mich gerade kurz abgeduscht, damit das auch erledigt ist. Und jetzt schaue ich mir mal ganz kurz noch alle To-Dos auf, die ich erledigen muss, bevor meine Freundin kommt. Unter anderem Blumen gießen und meinen Rucksack für die Wanderung morgen packen. Und mein Mann ist auch schon auf dem Heimweg. Das heißt, was ich jetzt als allererstes mache, ist meine tägliche Meditation, weil ich weiß, dass ich das sonst nicht mehr reinquetschen kann in den Tag, wenn mein Mann dann zu Hause ist und dann Halligalli ist hier in der Wohnung. Deswegen machen wir jetzt als erstes 10 Minuten Meditation und danach widmen wir uns den To-Dos. Das war gut. Das war sogar sehr gut. Ich glaube, ich schnapp mir noch einen kleinen Snack. Ich habe Hunger. Und bis wir essen werden, wird es noch dauern. Wir haben es nicht so mit Snacks, aber die sind noch offen. Lebkuchen habe ich mir mitbringen lassen aus Deutschland. So, Rucksack ist gepackt, meine Zehennägel sind geschnitten, ganz wichtig. Und jetzt gieße ich nochmal eben. Wir fangen ja immer beim Duschen das kalte Wasser auf. Deswegen habe ich jetzt hier einen vollen Eimer Wasser. Und mein Mann ist auch zu Hause, ist jetzt gerade ins Fitnessstudio gegangen und wenn er zurückkommt, duscht er. Deswegen gieße ich jetzt, damit der Eimer wieder leer ist und er wieder das Kaltwasser auffangen kann.
Ich habe gerade eine richtig coole App gefunden. Das ist jetzt obviously nicht gesponsert oder so. Meine Freundin Annika hat mir gerade geschrieben, dass sie so eine App entdeckt hat, die heißt Be Real. Und es ist damit Freunde halt in echtem Kontakt bleiben. Und das klang so cool, das habe ich mir jetzt direkt runtergeladen. Und das Konzept ist, dass irgendwann am Tag die App einem eine Benachrichtigung schickt. Sorry, ich habe gerade nochmal in die Kuchen genascht. Und dann hat man 2 Minuten Zeit, ein Foto zu schießen. Und das Foto geht mit beiden Kameras gleichzeitig vorne und hinten. Und der Sinn ist, dass deine Freunde dann halt sehen, was du gerade machst in der Situation. Und alle Freunde, die du quasi hinzugefügt hast, kriegen zur gleichen Zeit die Benachrichtigung. Sodass alle quasi zur gleichen Zeit einen Status-Update kriegen. Einmal am Tag und ich finde es mega witzig. Mal gucken, ob das langfristig funktioniert, aber ich habe es gleich meiner anderen Freundin der Vicky auch noch geschickt. Und für mich ist es mega, weil dann kriege ich halt auch ein bisschen was von meinen Freunden in Deutschland mit, also mehr. Also mal gucken, wie das langfristig funktioniert. Die App heißt jedenfalls Be Real und ich habe die jetzt erst seit 10 Minuten, aber ich bin schon ultra begeistert. Und meine Freundin Fran ist auf dem Weg hierher und steckt im Stau. Aber nicht mehr lange, sie hat mir den Live-Standort geschickt. Ich gehe dann runter, mache die Tiefgarage auf und hole sie unten ab. Hier in Chile kommt man nämlich nicht rein, wenn man nicht klingelt. Also das ist ja hier sicherheitstechnisch ein bisschen eine andere Hausnummer. Hier muss man immer beim Concierge klingeln und sich anmelden und der Concierge ruft dann mich an, sagt, hier ist jemand für dich. Und ich muss ihm dann sagen, dass er sie reinlassen darf sozusagen. Und weil wir noch schnell unten im Laden was holen wollen, also sie will Zigaretten kaufen, gehe ich runter und hole sie ab. Sí, que aquí tengo que echar harto. ¿Sabes qué? Te voy a echar harto y después tú lo dejáis pasarte para otro día. ¿Te tinca? Sí. Entonces dejáis este platito guardado. Yo te digo lo que tengo un tupper redondo. Tengo una tapa redonda, solo como... Y el que tengo es como de este porte. Entonces perfecto. Muy bien. Voy a lavar mis manos. Sí, pues entonces en el tupper tú le pones la tapa y lo... Ah, pero el Max. Hola. Una para el Max. Máxico, te pica una chelada, michelada. Chelada. Ah, mira. Entonces, Haces esto. ah, entonces tú no necesitas 2 platos. Ah, no. ¿Ves? Clever. So. No. Y hacen como lo mismo que aquí, acá. Pero No sé, yo por lo menos lo hago así. Sí. También lo hace así. No, así, pero... El pisco sour, el Sauvignon sour, la chelada y todo tiene limón. Sí, sí. Todo es sour. Todo tiene limón. Todo ácido. Exacto. So, meine Freundin ist wieder nach Hause gefahren. Das war sehr high-pitch so. Es ist 9 Minuten vor 10. Und morgen geht's früh los. Wann haben wir gesagt, gehen wir los? Oder was hast du jetzt ausgemacht? 7 Uhr mal wahrscheinlich abgeholt. 7 Uhr werden wir abgeholt. Na dann ab ins Bett. Dann würde ich sagen, ab ins Bett und wir sehen uns morgen beim Wandern. Das hier war bereits unsere zweite Wanderung innerhalb dieser Woche. Dieses Mal sind wir auf den Cerro Manquehue gestiegen, der höchste von 3 nebeneinander liegenden Hügeln direkt am Stadtrand. An diesem Tag ist ein Freund von uns mitgekommen. Wir sind sehr früh gestartet, weil es sehr schnell sehr heiß wird und wir natürlich Rücksicht nehmen wollen auf unseren Hund. Und für uns ist es natürlich auch einfacher, wenn es nicht gar so heiß ist. Jedenfalls war diese Wanderung eine echte Herausforderung für mich, weil es sehr, sehr, sehr steil war. Wir machen viele Wanderungen, damit wir für unseren Urlaub trainieren. Da werden wir nämlich an einer 6-tägigen Wanderstour teilnehmen, beziehungsweise die alleine machen. Und ja, ich habe Respekt davor, deswegen trainieren wir ein bisschen.
Wie ihr dem Videomaterial vielleicht entnehmen könnt, war ich immer ja so die Nachzüglerin. Aber ich finde es ein bisschen gemein, weil die anderen beiden haben natürlich viel längere Beine als ich. Ich musste mich also viel mehr anstrengen. Aber sie haben immer schön brav auf mich gewartet. Sehr gut, das ist der vorletzte Anhöhe jetzt. Nach etwas mehr als 1,5 Stunden sind wir dann oben auf dem Gipfel angekommen. Die gesamte Strecke waren 7,2 Kilometer und wir haben 810 Höhenmeter gemacht. Wir haben sogar eine ganze Stunde oben Picknick gemacht. Wir hatten was dabei und unser Freund auch. Und dann ging es wieder runter. Das war ziemlich anstrengend und leider waren viele der Felsen so hoch, dass Chaplin das nicht gut bergab gehen konnte, weil er immer relativ weit runterspringen musste. Deswegen mussten wir ihn auch ein ganzes Stück des Abstiegs tragen, was es natürlich gefährlicher macht, unbequemer und anstrengender. Deswegen werden wir vielleicht die nächsten Wanderungen ohne ihn machen, zumindest wenn wir wissen, dass gar so steile Abschnitte dabei sind. So gemein der Unterschied in der Schrittlänge. Das ist ja immer quasi auf Hüfthöhe runter. Schaffst du das, Martin? Oh, weiß ich nicht. Soll ich dir helfen, Agnes? Soll ich dir helfen? Nee, achso, das denn? Ja. Hi Leute, so nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder. Es ist noch der gleiche Tag, aber ich habe den ganzen Nachmittag nicht gevloggt. Wir waren ja zu dritt wandern, mein Mann, ein Freund von uns und ich. Und am Nachmittag war ich dann ziemlich K.O., als wir wieder zu Hause waren. Haben wir noch ein isotonisches Getränk zusammen getrunken. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag gelesen, 2 YouTube-Videos geguckt und ein bisschen gedöst. Und habe mir einen entspannten Samstag gemacht. Und jetzt hat mein Mann gerade Abendessen gekocht und wir gucken heute oben auf unserer Terrasse, weil es ist noch so warm. Es ist eigentlich noch ziemlich schwül. Ich habe die Decke nur zum drunterlegen, weil ich es angenehmer finde als diesen Stoff vom Sofa. Das ist das nicht sehr schön aufgebaute Setup. Da saßen wir schon heute Mittag hier und dann Laptop und Krimi. Und hier kommt mein Mann mit dem Abendessen. Gnocchi. Nachtisch. Sondernachtisch. Und Saftschorle. Wow, das sieht fantastisch aus. Das sind Chips aus verschiedenen Kartoffelarten hier aus Chile. Die sind richtig cool. Richtig nice. Und jetzt suchen wir uns einen Krimi. Mal gucken, was es gerade so gibt. Upsi, Entschuldigung. Und dann wird ein Krimi geguckt mit dieser Aussicht. Guten Morgen, heute ist Sonntag und sonntags sind ja hier in Santiago immer einige Straßen gesperrt und das werden wir jetzt mal ausnutzen. Ich habe zwar echt immer noch schwere Beine,
Aber es hilft nichts. Ich habe Bock. Normalerweise nutzen wir diese gesperrten Straßen immer aus, wenn wir Zeit haben. Und eigentlich, man joggt immer. Es gibt so ein Netz aus gesperrten Straßen, sodass wir genau eine Runde von 7 Kilometer haben, die nicht weit weg von unserer Wohnung anfängt. Das heißt, es ist immer eine ganz nette, entspannte Joggingrunde für meinen Mann. Ich persönlich kann keine 7 Kilometer joggen. Deswegen habe ich ihn in der Vergangenheit immer gerne mal auf dem Fahrrad begleitet. Mit so einem Bike-Sharing-Fahrrad und hatte den Hund dann im Rucksack dabei. Aber nachdem ich mir jetzt Inliner gekauft habe, weil Fahrradfahren ist eigentlich relativ anspruchslos, einfach nur im Kreis fahren. Deswegen werde ich es heute das erste Mal mit Inlinern probieren. Bin mir nicht sicher, ob ich die 7 Kilometer schaffe. Ich glaube, das wird schon eher hart. Deswegen machen wir das jetzt auch ganz früh morgens. Das ist jetzt kurz nach 9. Das ist nämlich noch nicht so warm. Und wir machen es jetzt auch ohne den Hund. Weil 7 Kilometer Rennen ist jetzt ein bisschen viel für ihn und sowohl beim Inlinerfahren als auch beim Joggen können wir ihn im Rucksack ja nicht dabei haben. Deswegen bleibt er zu Hause, aber das ist kein Problem, weil wir waren ja gestern auf dem Manquehue und er ist immer noch ziemlich K.O. Und heute Nachmittag wollen wir vielleicht dann ins Café gehen. Genau, ich habe jetzt schon mal meine Protektoren angezogen. Ich habe meinen Wanderrucksack wieder gepackt mit der Trinkblase. Und werde jetzt mit Flipflops vorlaufen zur gesperrten Straße und die Rollschuhe in die Hand nehmen und dann dort tauschen. Genau, und dann setze ich meinen Fahrradhelm auch auf, weil Safety first. Wenn man jünger ist und man fällt, da passiert ja meistens nichts, aber ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto höher ist das Verletzungsrisiko. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass irgendwie der Körper sensibler wird oder ob man einfach schlechtere Reaktionsfähigkeit hat. Keine Ahnung, jedenfalls will ich kein Risiko eingehen. Deswegen in voller Montur, also Ellenbogen, Knie, Handgelenke, Fahrradhelm. So, wir fahren gerade, wir sind schon ein Stückchen gefahren, es geht. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich gestern wandern war. Mein rechter Oberschenkel vor allen Dingen ist sehr müde und es ist schwierig, die Füße immer hochzuheben mit den schweren Patines, aber es geht. Und jetzt... Patines. Inline-Skates, aber in Spanisch Patines und irgendwie geht mir Patines leichter von der Zunge als Inline-Skates. Ja, und ich finde Patines ist ein schönes Wort. Wir sind jetzt auf den letzten Metern nach Hause. Ich bin wieder in Flipflops. 45 Minuten, 6 Kilometer irgendwas? 6,7 Kilometer. War gut. Also was ich noch üben muss, ist bremsen. Das kann ich nämlich nicht. Ist vielleicht ein bisschen verantwortungslos, dass ich die Runde durch die Stadt fahre, wenn ich nicht bremsen kann. Aber ich habe gerade am Schluss ein bisschen noch Bremsen geübt. Ja, das Problem ist, dass ich habe ja diesen Kurs angefangen zu machen mit meiner Freundin, aber das ist ein Slalom- und Trickkurs und kein Grundkurs, weil ich kann ja eigentlich fahren. Aber wie man bremst, lernt man eigentlich im Grundkurs und den habe ich mir gedacht, mache ich nicht. Aber ja, ich muss einfach ein bisschen üben. Das wird schon. So, jetzt gehen wir nach Hause und dann schauen wir weiter. So, wir sind frisch geduscht. Es ist jetzt wahrscheinlich 12 oder so. 20 nach 11, so früh. Jedenfalls feeling cute in meinem süßen Outfit. Und wir laufen jetzt zu unserem Lieblingscafé. Und dort werden wir Mittagessen, frühes Mittagessen. Wenn man später geht, ist es sonntags
Ja, quasi Brunch, ja, aber wir haben ja gefrühstückt, deswegen ist es eigentlich ein zweites Frühstück. Für mich. Ich dachte, du hast dir 2 Eier gemacht. Naja, jedenfalls ist es schon wieder echt warm. Also es hat bestimmt schon über 25 Grad, würde ich sagen. 26 Grad, gut geschätzt. Gerade ist richtig Sommer. Kim, are you still there? Hello? I am going to call your mommy. I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do your silly little dance. Don't need hugs, done with the joke. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. Then I'm happy you can't stand it. Make me high then low. Told me let's take it slow. Next thing that I know, you got a next best. Summer soon, body knows you. Soon too, you'll find out that. But you just wanna roll, and all I think is whoa. Weekends spent in the studio. Weekdays kinda like bros. I think back and it's obvious. I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do your silly little dance. Don't need hugs, done with the joke. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. Then I'm happy you can't stand it. So you call my money, say you're moving with somebody. So ironic. So you call my money, say you're moving with somebody. So ironic. No matter what you think now, I'm so happy that I found out you were nothing but a fake clown, and I can say it out loud. When my mommy said you're sorry, I really had to write it down, 'cause it's the best kind of story, and you're hearing it now. Weekends spent in the studio. Weekdays kinda like bros. I think back and it's obvious. I could be raw, I could be tall. I make you feel real uncomfortable. Can give you my finger, but not my hand. I won't do your silly little dance. Don't need hugs, done with the joke. I know your next move. I can be calm, moving fast. Catch if you can. So, ich bin wieder zurück zu Hause mit einem Laktose-Baby. Denn wir waren ja Eis essen auch und ich habe mich dazu entschlossen, eine Kugel Eis zu essen, auch wenn ich keine Laktose vertrage. Aber das macht nichts. Halb so wild. Manchmal muss es einfach sein. Ja, wir sind am Sonntagabend angekommen. Das heißt, wir sind am Ende dieses Vlogs angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet sehen, was bei mir in letzter Zeit so abgeht, wie mein Wochenende aussah. Und ja, ich hoffe, es waren ein paar Inspirationen für euch dabei, wie man seine Zeit gut gestalten kann. Denn ich hatte das Gefühl, es war ein sehr schönes Wochenende. Viel Zeit mit Freunden und trotzdem echt richtig aktiv, viel gemacht, viel genossen. Manquehue bestiegen, heute 7 Kilometer mit Inline-Skates, also war echt ein richtig schönes Wochenende. Ja, ich wünsche euch einen fantastischen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann!